Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Dieses Mal habe ich vor, euch zu zeigen, wie ich meine Laterne herbstlich dekorieren werde. Ja, und in meinem Fall hat die Laterne jetzt eine Höhe von in etwa 64 Zentimetern und im unteren Bereich hat sie 23 mal 23 Zentimeter. So, die Laterne kann aber jetzt erst einmal beiseite. Ja, die hat auch ein gutes Gewicht, meine Laterne. Und ich habe mir jetzt überlegt, dass ich mal als erstes damit beginnen werde, diesen Zweig einer Korkenzieher-Haselnuss mit einer 2 Meter langen Drahtlichterkette zu umwickeln. Ihr könnt natürlich auch einen anderen Zweig nehmen. Der hier, der ist mit Sicherheit schon 4 Jahre alt. Den habe ich jetzt so lange aufgehoben. Aber ich denke, ich werde jetzt auch mal die Perspektive für euch wechseln. Dann könnt ihr das nämlich gleich genauer sehen, was ich da genau mit der Lichterkette machen werde. Da kommen nämlich gleich auch noch Lampignonpflanzen hinzu. Und die wird jetzt auch nicht einfach hier so stramm um diesen Zweig drumherum gewickelt werden. Mit meiner Drahtlichterkette werde ich am Zweigende beginnen und wickle dann halt nach unten hinweg. Den Anfang der Drahtlichterkette werde ich jetzt hier gut an meinem Zweig drumherum wickeln, damit er halt nachher nicht die ganze Zeit, ich sag mal so, hin und her schuckelt. So, jetzt haben wir ja hier eine Diode, die zweite Diode. Die dritte Diode knicke ich mir jetzt schon mal zurecht, halte das auch teilweise fest. Bei der vierten Diode, mal eben überlegen, 1, 2, 3, 4. Die vierte Diode kann jetzt ruhig wieder stramm an dem Ast nachher dran sein. Und dann die nächste Diode wird wieder so geknickt werden. Ne? Ich mache jetzt jede zweite Diode, die halt hier ist, wird immer so geknickt werden. Ihr werdet nachher sehen, warum. Dann halte ich das hier auch mal an meinem Zweig fest, damit es halt nicht die ganze Zeit hin und her verrutscht. Wenn ihr jetzt eine noch längere Lichterkette haben solltet, dann würde ich, ja, ich sag mal, bei einer 4 Meter Lichterkette könnte ich mir vorstellen, einmal nach unten hinweg und dann einmal wieder nach oben hinweg. Überlegt euch aber vorher, wo das Batteriefach hin soll. Diode hier wieder festhalten, die da ruhig stramm drumherum darf. Ich gehe schon mal wieder einmal rum. Ja, ist jetzt auch leider ein bisschen friemelig, aber das wird nachher auf jeden Fall cool aussehen. Wobei, um ehrlich zu sein, sowas habe ich bis dato auch noch nicht gemacht. Wieder hier knicken. Ihr könnt natürlich auch nur jede dritte Diode machen, ne? Das bleibt einem jetzt hier selbst überlassen. Und dann peu à peu um euren Zweig drumherum friemeln. Ich muss jetzt echt zugeben, ich hatte meine Lichterkette einen Tacken zu hoch eingearbeitet, aber ich habe mir die dann einfach so nach unten hin noch weiter hinweg gefriemelt. So, jetzt habe ich ja hier diese Lampignonpflanzen und einen Dorn. Und dann mache ich jetzt hier ein Loch in meine Lampignonpflanze und an diese geknickten Stellen stülpe ich jetzt die Lampignonpflanzen drüber. Und das sieht dann nachher, denke ich jedenfalls, richtig cool aus. Ich hatte erst überlegt, alle LEDs mit den Lampignonpflanzen zu bedecken, aber dafür sind dann die Drahtlichterketten letzten Endes irgendwo nicht geeignet, weil die Abstände dann einfach zu gering sind. Und von daher habe ich jetzt wirklich nur jede zweite gemacht und dann überall, wo ich sie halt geknickt habe, kommen die Lampignonpflanzen drüber. Ich kann ja hier schon mal anmachen. Das wird nachher richtig toll aussehen. Ich mache später mal, das Licht in meiner Werkstatt aus. Und jetzt, wie gesagt, erstmal hier drüber friemeln. Ich hatte auch kurz darüber nachgedacht, das mit einer Heißklebepistole zu machen. Aber ich meine, man will das ja auch irgendwann mal wieder abbauen. Und dann wäre das ja blöd, wenn ihr das alles mit Heißkleber festgeklebt hättet. Kriegt man ja ganz, ganz schlecht wieder ab. Gut, ich hatte letztes Jahr mal so leuchtende Pilze gebastelt. Da ging es auch nicht ohne Heißkleber. Aber das ist dann halt auch von Dauer. Und so kann man die Lampignon ja einfach wieder abmachen. Lichterkette, ja, zum Beispiel für einen Adventskranz oder wofür auch immer dann halt wiederverwerten. Dann hat man da jetzt nicht so einen Stress mit. Wenn ich jetzt ein bisschen Glück habe, wird mir auch kein Lampignon von meinem Ast abfallen. Ich muss den Zweig hier auch etwas knicken. Den hatte ich schon mal für eine frühere Herbstdeko verwendet. Ja, vorsichtig justieren, wie man es halt gerne haben möchte. Ja, ich glaube, so ist ganz cool. Batteriefach wird nachher noch versteckt werden. Ja, jetzt werde ich etwas pingelig. Ich möchte das da unten noch dran haben. Bitte nichts abfallen, das wäre jetzt... Ja, ich knick's mal vorsichtig.
Den könnten wir etwas nach oben hin. Habe ich jetzt hier einen vergessen? Ach, ich habe einen vergessen. Huch. Ja, da machen wir jetzt noch einen drauf. Habe ich hier noch einen liegen? Ne, muss ich mal eben holen. Ich habe jetzt gerade mal mein Ringlicht ausgemacht, weil ich hatte festgestellt, dass ich das total in der Laterne gespiegelt hatte oder vielmehr in dem Glas von der Laterne. Aber ich denke, das ist jetzt nicht so schlimm. Ja, willst du denn wohl da drauf? Was ist denn das Löchchen? So. Jo, also ich glaube, das Ganze sieht ganz cool aus. Man kann das jetzt natürlich auch noch etwas justieren. Solltet ihr allerdings vorsichtig machen, nicht, dass die euch dann wieder runterkullern. Das wäre ansonsten ziemlich ärgerlich. Aber ich mache da jetzt gar nichts mehr dran. Also meine Laterne wird noch weiter dekoriert werden. Und hier, da habe ich auch noch einen vergessen. Den arbeite ich jetzt mal fix ein und ich hole mir mal die weiteren Materialien. Den Boden meiner Laterne werde ich jetzt zunächst mit Plattenmoos bedecken. Dann kommen höchstwahrscheinlich noch die Kürbisse auf den Boden, eventuell Haselnüsse, Bucheckern und eventuell noch Lampignonpflanzen. Ich werde das Plattenmoos hier auch über das Batteriefach legen, mache ich allerdings so, dass ich dann im Laufe der Zeit auch mal die Batterien wechseln kann. Denn sonst kommt man da immer so schlecht dran. Man hätte es jetzt auch hier unten drunter einfach festkleben können, hat aber auch wieder den Nachteil, wenn ihr die, ich sage jetzt mal, flott wechseln möchtet, eure Batterien, dann ist das halt auch alles wieder so etwas friemelig. Das kann da hinten auch ruhig etwas erhöht bleiben. Das ist jetzt nicht so schlimm, wie ich jetzt finde. So sieht man auch nicht mehr hier das restliche Kabel von der Batteriefachgeschichte. Ja, einfach hier so großzügig dann halt, wie bereits erwähnt, mit Plattenmoos bedecken. Ich hatte erst noch überlegt, da ein paar Rispenhortensien noch mit einzuarbeiten. Die hatte ich sogar schon im Garten geschnitten. Werde ich nicht verwenden, weil ich finde, so sieht das schon mega cool aus. Gefällt mir richtig gut. Manchmal ist ja weniger auch mehr. Aber wer meine Videos schon länger schaut, der weiß ja, Pinky übertreibt auch gerne. Auch das Kleine, das können wir hier mal. Ja, dann kann ich das hier einfach ganz entspannt, easy peasy auch mal austauschen. Kürbisse einfach so oben drauf. Schade, dass ich jetzt nicht noch einen in Orange habe. Jetzt bin ich aber gerade hin und her gerissen, ob ich die anderen Sachen überhaupt noch einarbeiten möchte. Oder machen wir dich so rum. Vielleicht ein paar Bucheckern. Ach, was ich auch noch überlegt hatte. Ich habe ja mal in irgendeinem Video diese Blätter hier besprüht, beziehungsweise erst getrocknet. Hatte ich auch mal überlegt, oder vorhin vielmehr überlegt, mit der Heißklebepistole hier noch dran zu befestigen oder auf den Boden zu legen. Aber ich glaube, es gefällt mir jetzt nicht zu 100%. Und ich denke, ich glaube, noch mehr mache ich da jetzt gar nicht. Einfach nur die Kürbisse, ein paar Bucheckern, weil die so schön klein sind. Das andere, das lasse ich jetzt alles weg. Das wirkt auch ganz cool mit der Lampignonpflanze halt nur hier im oberen Bereich. Den Kürbis, den packe ich jetzt im Kühlschrank. Mal gucken, ob der überhaupt noch verarbeitet werden wird. Sonst stelle ich mir den einfach so in die Wohnung. Ja, bei den Kürbissen, ich meine, das ist jetzt so eine Geschichte, die stelle ich jetzt nach draußen. Ist zwar jetzt noch immer relativ warm draußen. Die Kürbisse können innerhalb der Wohnung relativ fix auch teilweise anfangen zu vergammeln. Müsst ihr dann aufpassen, deswegen platziere ich die immer auf einer Schale. Ne? Wenn sie dann mal anfangen, ich sag mal so auszusaften, dann hat man den Dreck der Kürbisse oder von diesem Saft, der dann austritt, halt auf der Schale und nicht auf so einem schönen Holztisch. Das wäre dann ganz schön ärgerlich oder eine riesige Schweinerei, diesen Holztisch dann halt auch wieder sauber zu bekommen. Und nö, ich habe mich jetzt dazu entschieden, noch mehr mache ich da jetzt echt nicht dran. Und warum kullerst du jetzt hinaus? Wie üblich findet ihr auch die ganzen benötigten Materialien in der Videobeschreibung. Und ansonsten werde ich mich jetzt auch an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach. Bye!